Ja, servus, hier ist wieder Michi vom Kanal German and Czech Wilderness. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir einfach mal ein bisschen ein Labervideo. Ich möchte euch meine Geschichte nochmal tiefer, detaillierter erzählen. Weil ich oft gefragt werde, ja, was treibt mich nach Tschechien, was mache ich so und ja, wie komme ich überhaupt hierher? Und auch ja, von meinem Leben, wie es eigentlich dieser Lebenswandel gekommen ist. So viel zu mir. Ja, ich habe über 15 Jahre im Büro gearbeitet, habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht und immer im Finanzbereich gearbeitet. Ja, und irgendwann kam es so, man beschäftigt sich immer ein bisschen mehr so auch mit Umweltthemen, auch mit Essensthemen. Das kam ja oft auch durch die ganzen Skandale, gab es immer die Fleischskandale, Lebensmittelskandale oder Gammelfleisch, was gab es da nicht alles. Und man fängt mal so ein bisschen an, sich damit zu beschäftigen. Und umso mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr findet so ein bisschen so ein Umdenken statt oder umso mehr sieht man diese Themen. Ne? Und hat mich halt einfach interessiert und ja, ich habe auch in der Stadt gewohnt und irgendwie hat mir das alles ein bisschen immer weniger gefallen. Im Großkonzern gearbeitet, in der Stadt gewohnt und irgendwie wollte ich ein bisschen raus in die Natur, wieder ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Irgendwie war da so eine Unruhe, weil ich dachte, es kann doch nicht alles im Leben gewesen sein. Ja, und so, erst hat es angefangen, ich habe viel mit Naturfotografie gemacht, das war so ein bisschen mein Hobby. Bin ich gern raus am Wochenende, am besten noch mit dem Fahrrad immer unterwegs gewesen. Ja, und ich bin auch im Dorf aufgewachsen, aber das war halt auch so. Mit den Bauernhöfen war halt, ich bin als Kind mit dem Traktor mitgefahren. Das war das Bauernhofleben, was ich so als Kind mitbekommen habe, aber das ist ja auch nicht das, was ich wollte. Nur die großen Maschinen, die mit Kunstdünger, Pestiziden handhaben und einfach den ganzen Tag im Traktor sitzen und die auf und abfahren am Feld. Das ist auch nicht meine Vorstellung gewesen. Ja, irgendwann habe ich dann durch meine Arbeit wieder das Gute gehabt, dass ich meine Frau kennengelernt habe. Und die wohnte hier im Osten von Tschechien. War eine ganz schöne Fahrerei am Anfang. Dann haben wir auch versucht, sie wollte erst nach München kommen, dann haben wir versucht, dass sie in München wohnt, weil es halt doch gut zum Geld verdienen. Man kann leicht einen Job finden und wirklich gutes Geld verdienen. Natürlich noch die Lebenshaltungskosten extrem. Erst habe ich gemerkt, wo ich wieder zu Hause war, nach alle 2 Jahren kostet die Brezel das Doppelte. Und alle anderen Dinge auch und die Mietpreise, ja Wahnsinn. Schon verrückt zu sehen, aber ja gut, Gehälter steigen wohl auch etwas, aber naja, die Inflation frisst doch viel wieder auf. Na, auf jeden Fall hat das nicht geklappt mit München, also was machen wir? Haben wir entschieden nach Tschechien zu gehen. Ja, sie kennt sich hier aus, sie hat hier schon Freunde und ihre Kinder schon hier, also ist es leichter, wenn ich hierher komme. Und wir wollten natürlich auch nicht irgendwo wieder in der Stadt wohnen oder so, sondern wirklich abgelegen, schöne Natur. Wir wollten ein Holzhaus in der Natur, wirklich so unser Traumhaus. Das war für uns beide einfach ein Traum, den wollen wir uns erfüllen. Und irgendwie bei uns ist immer so, wenn wir uns was vornehmen, irgendwie das Glück ist immer auf unserer Seite. Wir hatten zwar viele Steine auf unserem Weg, aber ich glaube, das waren immer die Tests, ob wir das wirklich wert sind oder ob wir wirklich das wollen. Ja, wenn man schon bei der ersten Hürde wieder aufgibt, dann kann man ja gar nicht so fest gewollt haben. Denke ich mal, das Leben testet einen immer. Will man das wirklich? Und wenn ja, dann ist oft wirklich das ganze Glück auf deiner Seite. Ja, und somit haben wir hier unseren Platz gefunden. Mit schönen großen Wald, viel Wiesen, damit wir Tiere halten können. Und wie gesagt, ein tolles Holzhaus, das wir noch fertig gebaut haben. Und irgendwie am Anfang habe ich mir gedacht, ja, ja, war natürlich schon alles ziemlich hart. Ne? Eigentlich daheim alles aufgeben, Hausstand aufgeben, alles verkaufen. Kam mir erstmal so der Begriff Aussteiger kam mir da über den Weg. Damit konnte ich vorher nie was anfangen. Er hat gesagt, aha, gibst hier alles auf, machst dir ein schönes Leben irgendwo anders. Ja, Aussteiger, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Da kaufe ich auch nichts und nee, möchte ich kein Geschäft machen. Ja, okay. Da sieht man mal wieder, wie eigentlich unser kapitalistisches System funktioniert. Ne? Jeder ist tief eingekrallt da
Und jeder, der wo ein bisschen eine andere Vorstellung hat, ist dann irgendwie plötzlich ein Feind. Das ist verrückt. Naja, mir egal. Ich habe einmal meine Vorstellung und ich wollte mein Leben so gestalten, wie ich das möchte. Meine Familie war da auch nicht ganz begeistert. Aber naja, ich denke jetzt, wenn ich mal zeigen kann, was ich hier geschafft habe, sieht das schon anders aus. Viele denken, ja, geh nach Tschechien, ja, mach hier Urlaub und ein faules Leben. Aber ich glaube, das ganz im Gegenteil. Ich glaube, ich habe noch nie so viel gearbeitet in meinem Leben wie jetzt. Und auch so hart gearbeitet. Und das war auch wirklich hart am Anfang, weil mein Körper das überhaupt nicht gewohnt war. Ich meinte, ich bin sportlich irgendwo, aber so ist es halt auch was anderes, wenn du den ganzen Tag im Büro sitzt und mit dem Fahrrad ein bisschen spazieren fährt, als wenn man dann hier den ganzen Tag wirklich körperlich arbeiten muss. Und wir haben hier wirklich bei Null angefangen. War zwar toll, hier der Verkäufer hier, haben wir auch wieder mal so ein Glück gehabt. Ein Freund, Immobilienmakler, hat uns das gefunden. Anfangs überlegt, ja, ist es nicht doch zu groß und zu viel Arbeit und alles. Aber der Verkäufer war auch ein Tscheche, der eigentlich in Deutschland lebt und arbeitet. Von dem her konnte ich auch sprechen mit ihm, was toll war. Also wie gesagt, mit dem Verkäufer hat man Glück. Ich konnte auch Deutsch mit ihm sprechen. Es gibt doch ein gutes Gefühl, eine etwas Absicherung. Aber da meine Frau ja hier auch die Sprache beherrscht, galt es ganz gut. Da war natürlich viel an ihr, da war schon Stress und ein ganz schöner Druck. Und ich nebenbei auch noch ganz am Ende will alle Sicherheiten aufgeben, meinen Job kündigen. Ich kannte ja nichts anderes. Ich habe mit 17 die Ausbildung da angefangen in der Firma und habe mich da eigentlich die letzten 15 Jahre ein klein wenig hochgearbeitet. Naja, man gibt alles auf, alle Sicherheiten. Vorher denkt man, ja, geht jeden Tag in die Arbeit, hat jeden Monat sicher sein Gehalt auf dem Konto, zahlt seinen Hauskredit, seinen Wohnungskredit ab, dass man dann schön eine Rente verbringen kann. Aber andererseits wollte ich auch nicht warten bis zur Rente, um meine Träume zu verwirklichen. Und die Kollegen, wo in Rente gegangen sind, dann hört man kurz später, sind die gestorben. Herzinfarkt oder sonst was, Unfall, hat man allzu oft gehört. Naja, das Leben ist nicht gut auf morgen zu verschieben. Das Leben muss man jetzt leben. Und irgendwie war das so eine Bestimmung. Irgendwie kriegt man so das Gefühl, das ist alles eine Bestimmung. Das ist alles so, wie es sein soll. Ne? Dass ich meine Frau treffe, dass ich hierher komme. Ich fühle mich hier angekommen. Das ist hier mein Platz, mein Zuhause hier jetzt. Und ihr seht ja hier, traumhaft hier. So ein Ausblick, da bin ich wirklich dankbar jeden Tag, wenn ich das sehe. Natürlich haben wir hier auch viel durchmachen müssen, bis das alles geklappt hat. Gibt leider auch hier nicht nette Menschen, aber ich glaube, das ist überall so, nicht nur in Tschechien. Ich muss sagen, ganz interessant hier. Man hat auch wirklich nette Leute kennengelernt. Viele Leute haben mir wirklich auch geholfen. Ohne das wäre es auch nicht so alles so gut gegangen. Andere Leute muss man ziemlich wieder kämpfen, auch mit dem Zufahrt hier. Und da weiß man gar nicht, was so ein ehemals sozialistisches Land eigentlich bedeutet. Ich habe hier überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Ich bin ja in Süddeutschland aufgewachsen, wusste ich nie, was das hier bedeutet. Aber ja, war schon ein bisschen anders. Ne? Mit dem Ende Sozialismus wurde auch viel, zum Beispiel die Zufahrtswege wieder an Privat zurückgegeben und da musst du jetzt wieder mit einem Anwalt kämpfen, damit du überhaupt zu deinem Haus fahren kannst. Das ist schon verrückt. Aber ja, das sind so immer die Herausforderungen und die Tests. Wie ich schon gesagt habe, die Tests, ob man das wirklich will. Ja, Zufahrt ist nicht leicht hier, aber wenn man mal hier ist, man möchte gar nicht mehr weg. Jetzt geht es eh nicht so leicht mit den Tieren. Natürlich immer jedes Jahr versuchen wir so ein bisschen zu vergrößern, was Neues auszuprobieren, ein bisschen alles hier zu verbessern. Wir haben 2 Pferde und Schafe, Geflügelhaufen, Puten, Enten. Macht richtig Spaß. Allerdings machen wir hier auch keine Wohlfahrt, sondern uns wirklich versuchen natürlich auch uns selbst zu ernähren. Unsere Nahrung selbst herzustellen. In erster Linie ist das Fleisch machen wir für uns selbst. Garten, ja, da mangelt es ein bisschen an der Zeit. Die Tiere brauchen viel Zeit. Ja, und irgendwie haben wir auch immer Glück. Dann habe ich mal wieder einen kennengelernt, so einen alten Mann, der uns mir erstmal das Schafe scheren mit der Handschere gezeigt hat. Und dann noch das Schafe schlachten. Ja, und so kommt man immer eins zum anderen. Man lernt immer dazu, man beschäftigt sich mit den Themen, man lernt alles. Und es macht auch richtig Spaß. Und deswegen möchte ich es einfach so weitergeben. Ja. Auch wenn man halt nicht so aufgewachsen ist auf dem Bauernhof in 3. Generation oder so, man kann es halt trotzdem machen, es geht.
Sicherlich braucht man, um wirklich sich selbst zu ernähren, für die Tiere, man merkt schon, man braucht viel Grund, man braucht viel Gras, für den Garten braucht man viel Platz. Grund ist natürlich nicht überall günstig. Das ist natürlich toll hier in Tschechien auch, obwohl es hier ist auch ein bisschen touristische Gegend. Hier sind Berge, hier kommen auch Polen, Russen, die ganzen Tschechen aus dem Flachland kommen hier auch im Winter, im Sommer in die Berge. Hügel sind es, so 1400 Meter sind hier so die Berge, 1200 bis 1400 Meter. Aber hier gibt es auch kleine Skigebiete. Aber wir haben wirklich Glück gehabt auch mit dem Preis hier. Es hat super geklappt. Aber wir wussten, was wir wollten. Und dann ist auch die Zufahrt hier nicht abgeschreckt. Guten Preis gemacht und haben hier unser Paradies einfach. Das ist ein Traum. Und jetzt, wenn man sieht, ich habe noch nichts Vergleichbares zu dem Preis gefunden. Oft uralte Hütten mit wirklich paar hundert Quadratmeter oder höchstens mal 1000 Quadratmeter drumherum und kosten dann schon das Doppelte mindestens, was wir damals gezahlt haben. Also wow, irgendwie ist das Glück schon mal auf meiner Seite. Ja, und ich versuche natürlich ein bisschen weiterzugeben. Ich versuche hier wirklich aktiv hier mein Leben zu gestalten, neues Handwerk zu lernen. Ich arbeite gern mit Holz, so alles selber zu bauen. Wir versuchen mehr und mehr selbst zu machen. Meine Frau macht viel mit Wolle. Die verarbeitet die Schafwolle zu tollen Produkten, spinnt mit der Hand die Wolle. Ja, unser Fleisch haben wir selber. Viele Obstbäume, Nussbäume. Wir haben alles da, was wir brauchen. Was kann es Besseres geben? Und wir sind auch wirklich so unabhängig. Oder wir werden auch immer mehr unabhängig. Wir haben jetzt, wenn man sieht, wir haben eine ganz schlechte Stromleitung anfangs gehabt. Und da war oft mal Strom weg. Stundenlang war der Strom weg. Aber gut, dann holt man das Wasser mit dem Kanister von der Quelle. Das habe ich am letzten Video schon mal gezeigt. Geheizt wird mit dem Feuer im Winter. Kochen können wir auf dem Feuer. Im Sommer kochen wir jetzt noch nicht so viel. Da kochen wir lieber auf dem Elektroherd. Aber ich baue jetzt noch mal eine Außenküche. Da können wir auch draußen mit dem Holz kochen. Genau, Holz haben wir genug. Man sieht, zum Verkaufen ist auch wieder für die Arbeit, wenn ich das mit der Axt und mit der Hand mache alles. Das rentiert sich ja wieder fast nicht. Da verheizt es lieber selber. Ja, soweit. Hoffentlich ein Labervideo. Ich hoffe, es ist trotzdem interessant für euch. Einblick in mein Leben. Ich hoffe, dass ich es weitergeben kann, euch jeden Mut machen kann, wirklich sein Leben zu leben. Das ist meine Vorstellung vom Leben. Passt vielleicht sicher nicht zu jedem. Aber ich denke, nebenbei tue ich ja noch was für die Natur. Ich erhalte hier ein Stück Land und pflege es. Und achte darauf und bringe hier keine Chemikalien aus oder sonst was, sondern wirklich schütze das Land. Mache auch keine intensive Forstwirtschaft, sondern wirklich versuche nur das zu nehmen, was ich wirklich brauche. Ich möchte auch für meine Kinder hier was erhalten, dass der Wald auch wirklich einen Wert hat und auch irgendwie, der schützt ja auch den Grund hier und unsere Wasserreserven. Das ist ja alles ein Kreislauf in der Natur. Und wenn ich hier auf die Natur aufpasse, dann passt die Natur auf mich auf und ernährt uns. Und so ist meine Vorstellung, und ich denke, vielleicht wenn ich da mehr dazu bewegen kann und inspirieren kann. Ich bin da sicher kein Experte, aber ich lerne dazu, ändere meine Meinung und ich wirklich lerne immer dazu und ihr könnt das auch. Umso mehr Menschen es machen und auf ein Stück Land und Natur aufpassen, dann kann auch die Welt gerettet werden. Lassen wir uns nicht mehr bestimmen von den Großkonzernen und vergiften von den ganzen Glyphosat. Das wollen wir nicht mehr. Also, danke fürs Zuhören. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn natürlich nicht, dann Daumen nach unten. Gebt mir ein Feedback, schreibt es in die Kommentare. Was ist eure Meinung dazu? Danke fürs Zuhören. Servus, bis demnächst. Euer Michi.